Hallo ihr Lieben, heute geht es weiter mit dem Lazy Journal. Und zwar hatte ich ja dieses hier soweit vorbereitet. Ich zeige das nur noch mal so ganz kurz. Blätter, Blätter. So verschiedene Seiten hier in den Prospekt geklebt. Und heute möchte ich die jetzt quasi gestalten. So, ich fange einmal irgendwo an. Hier zum Beispiel. Und dann nehme ich mir jetzt was von meinen vorbereiteten Ephemera, die ich hier schon ewig liegen habe. Das zum Beispiel passt farblich gut dazu. So. Jetzt möchte ich, hier ist ja ein sehr kräftiges, ein kräftiger Avocado-Ton. Der ist hier, ich weiß nicht, warum gehört das so rum, ne? Der ist hier ja quasi nochmal mit, der taucht hier ja auch noch mit auf. So, und dann klebe ich das auf diese Seite, damit das Farbkräftige sich hier nochmal wiederholt. Dann klebe ich das hier unten hin, das ist ja eine Tasche. Ich weiß nicht, sieht man das? Das ist drumherum auch genäht. Also fasst sich auch richtig schön an. Okay, so Moment. Wenn ich das so aufklebe, muss ich da... Ich nehme jetzt einfach Tacky Glue. Und klebe das hier fest. Und jetzt finde ich aber, dass das hier alles noch ein bisschen nackig aussieht. Und deswegen nehme ich mir noch ein bisschen Spitze. Ich glaube, ich klipse das mal fest. Im Moment. Damit das richtig schön anziehen kann. So, machen wir da auch noch ein. So, dann kann hier noch was rein. Da habe ich auch noch Papier, das ich gefärbt habe. Das ist quasi auch in demselben Sud passiert. Und um den Anteil an schreibbarer Fläche noch ein bisschen zu erhöhen, stecken wir das hier so rein. Und wie gesagt, das wird ein Journal zum Schreiben, ne? Deswegen habe ich ja diese einfarbigen Seiten genommen. So, auf dieser Seite möchte ich jetzt nicht auch noch was von diesen Ephemera raufkleben, weil mir das ein bisschen zu viel ist. Da werde ich einfach ein bisschen stempeln und distressen, um das Ganze noch ein bisschen interessant zu gestalten, aber letztendlich auch beschreibbar zu lassen. Dazu nehme ich Distress Ink Vintage Photo, diese Bürste. Nehme diese Schreibschablone und mache hier einfach ein bisschen was von der Schrift an den Rand. Okay. Und so sieht das ganz einfach schon ein bisschen interessanter aus, ohne dass da viel passiert ist. Ne? Man kann hier halt einfach mit einem Kuli oder sowas oder Füller drüber schreiben. So, dieses hier ist mir auch noch ein bisschen zu kahl. Ich werde jetzt einfach noch so ein bisschen Borte oder Spitze dran kleben. Muss ich mal gucken. Das hätte ich vielleicht lieber drunter kleben sollen, in meinen Augen. Ja, nehmen wir was hiervon. Kann ich mir noch überlegen, ob ich hier noch irgendwie einen Fokuspunkt draufklebe oder ob ich das jetzt einfach so schlicht lasse. Das muss ich mir noch mal überlegen, auch je nachdem, wie die anderen Seiten jetzt so werden. Gut, hier haben wir ganz anders. Hier, das ist, ich weiß nicht, ob das in der Kamera so rüberkommt, das ist ein relativ kräftiges Pink sogar. Gucken wir mal. Das ist Pink. Ja. Wobei, wenn ich jetzt an die gleiche Stelle so eine Tasche klebe, das ist langweilig. Aber hinten habe ich auch noch einen Pink. Hier, dann machen wir das hier hin.
Jetzt überlege ich gerade, wenn ich es auf diese Seite klebe, wiederhole ich das Pink zwar, aber wenn ich es auf diese Seite klebe, wiederhole ich das Gelb. Und ich finde, es sieht hier sogar noch schöner aus. Ich könnte es auch hier oben hinkleben, mal was anderes. Ich kann es auch so hinkleben, sodass man von hier eine Tasche hat. Das mache ich auch mal. Also ich klebe das an den 3 Seiten fest. Während das hier trocknet, kann ich auf dieser Seite was machen. Nehme ich einfach so einen kleinen Blumenstempel, eine Schablone. So, dann mache ich hier unten auch noch eine hin. Ich könnte jetzt einfach so ein bisschen Spitze nehmen und die hier unten so rüber rüschen. Das sieht dann einerseits schön aus und man sieht die Blumen auch noch durch. Das mache ich. So, jetzt fehlt hier definitiv noch ein bisschen was Rosafarbenes drauf. Ich denke mal, das seht ihr auch so. Dann nehme ich hier ein Stück von dieser Borte und schneide mir einfach so ein paar Blümchen ab. Okay, jetzt ist das ja hier eine Tasche und da können wir diesmal so ein kleines Blöckchen klemmen. Und zwar habe ich das aus den Abschnitten gemacht. Ne? Ich habe ja hier die Papierseiten genommen und habe da jeweils noch ein Stück abgeschnitten und die waren ja alle gleich groß und daraus habe ich mir 2 so eine Blöckchen gemacht. Können wir gleich mal gucken, wo wir den zweiten hin tun. Und weil der hierzu schön passt, nehme ich den hier. Okay, nächste Seite. Die ist ja jetzt sehr, sehr braunlastig. Hier in der Mitte sieht man dieses beschriebene Washi-Tape. So, und da könnten wir jetzt zum Beispiel die rauf machen. Machen wir auch. Ich lasse hier immer so ein bisschen Abstand zum Rand, weil ich persönlich das schön finde, wenn da die Originalseite noch durchguckt. So, das muss ich auch festklipsen. Ja, das ist langweilig. Hier brauchen wir was anderes. Hier habe ich noch so kleine Kärtchen. Die stecke ich hier rein. So, okay. Ich finde, hier unten muss auch noch ein bisschen was hin. Können wir vielleicht auch mal so eine Blümchenborte nehmen. So, da muss hier oben natürlich jetzt auch noch was hin. Dann nehme ich auch einfach noch wieder Blümchenborte. Also so mache ich das jetzt mit dem Rest vom Buch. Ich denke mal, das ist langweilig, wenn ich euch da jetzt alle Seiten einzeln zeige.
Was noch interessant ist, ist vielleicht das Cover. Und dann zeige ich euch gleich insgesamt den Flip-Through, ne, wenn ich fertig bin. So, da habe ich jetzt zwei zur Auswahl. Entweder das hier, was ich persönlich sehr interessant finde, weil das mal was anderes ist. Ne? Das hatte ich ja eigentlich als Bellyband gedacht. Irgendwie. Aber ich finde das hier vorne auch echt schön. Oder das hier. Da hängt sogar noch ein Faden draus vom Umnähen. Lebensfreude und das hier vorne hin. So zwischen den beiden schwanke ich. Oder ich habe hier noch ein Bellyband. Ist auch schön. Also ich weiß es nicht. Ich denke mal, ich nehme die Bellybänder für drin. Das ist eine andere Gestaltungsmöglichkeit für die Seite, weil ich hier ansonsten nur so Taschen habe. Da ist ein Bellyband mal schön und dann nehme ich das hier vorne. Und das mache ich auch als Tasche, sodass man von hier noch was reinstecken könnte. Und da brauche ich aber was für drunter. Und zwar nehme ich da hier so ein bisschen von dieser Gaze. So, unten drunter schneide ich natürlich zu. Und noch ein bisschen von der Spitze hier. Kann hier vielleicht rausgucken. Hier oder unten. Ich weiß, ich mache hier oben drauf noch ein bisschen Borte. Vielleicht von der hier. Klebt die hier hin. Und dann kommt das hier drunter und hier kommt die Spitze raus. So, jetzt klebe ich einfach nur das hier fest und der Rest hält dann automatisch mit fest. So. Ein bisschen höher. Ach, jetzt habe ich es ja doch komplett aufgeklebt. Ich wollte es doch als Tasche aufkleben. Gut, ich stelle hier mal was Schweres drauf, damit das in Ruhe hier anziehen kann. Ne? Dann dekoriere ich fertig und dann zeige ich euch gleich das Endergebnis. Das Büchlein ist fertig. Ich zeige euch das mal eben. Das ist von vorne. Ich habe hier noch so eine elastische Spitze rumgewickelt, weil das dann doch insgesamt ein bisschen aufklafft, ne? Damit das schön zusammenhält. Also ich habe hier außen jetzt doch noch diese alte Spitze, die ich ursprünglich draufkleben wollte, rübergeklebt, weil ich die also wirklich sehr schön finde. Rückseite habe ich blanko gelassen. Und vorne hatten wir ja schon das Lebensfreude-Schild aufgeklebt. Das habe ich jetzt noch ergänzt um diese Blumenborte und diese eine Blüte hier und diese rosane Satinblüte, damit sich dieses Pink nochmal schön wiederholt. Dann gucken wir mal rein. So, dies hier schlackert schön, ne? Das wird aber alles runtergehalten, auch spätestens hier durch die Blümchenborte nochmal. So, dann habe ich hier eine Tasche reingeklebt, auch mit Spitze unten. Da ist einfach hier so ein kleiner, so ein kleines mit Kaffee gefärbtes Stück Pappe quasi drin, ne, dass man drauf schreiben kann. Hier habe ich auch eine Tasche und da habe ich so eine durchsichtige Tüte Glassine Bag, nennt man die auf Englisch, weil das Geräusch so toll ist. Und da habe ich auch zwei von diesen Blüten mit reingepackt, die hier überall verwendet worden sind. Ne, die kann man vielleicht im Journal noch benutzen. Ja, dann hier auch wieder einfach mit so ein bisschen Stempelei und sowas. Dann, wenn man hier aufklappt, dann ist hier einfach auch wieder mit ein bisschen Spitze und Borte verziert. Hier ganz viel Platz zum Schreiben. Hier habe ich einen von diesen Blöcken auch drin aus den Abschnitten, ne?
Passt farblich natürlich auch toll dazu, weil die Abschnitte ja hier von diesem Journal sind, ne? Von den Seiten, die verwendet worden sind. Ja, dann kann ich hier wieder zuklappen. Diese Seite haben wir eben schon zusammen gemacht. Da habe ich bloß noch diese Blümchen rangeklebt, ne, weil es noch ein bisschen mehr Pep bringt. Hier habe ich ein Bellyband draufgeklebt. Das habe ich hier unten mit so einer Rosenspitze verziert. Hier hinten noch als Hingucker so ein bisschen, das ist so ein Untersetzer vom Bier oder sowas im Lokal. Und hier ein mit Kaffee gefärbtes Stück Papier, damit man auch was drauf schreiben kann. Hier habe ich einfach mit so einer, mit der Crocodile eine Öse rangeklemmt. Und da habe ich hier so ein Mini-Tag dran. Ne? Und da habe ich einfach hier quasi als Tagspot so ein Karteikartenstück runtergeklemmt. Hier auch wieder Borte, Stempel. Hier habe ich so ein Blümchen, das ist auch quasi dieselbe Öse, ne? Die habe ich von beiden Seiten verwendet. Hier habe ich einfach so eine Blüte rangeklipst. Hier auch, die beiden sind übrigens aus einer Zeitschrift, die sind gar nicht aus dem Masterboard. Ich fand die aber so toll und interessant, weil die rund sind und die Motive passen, finde ich, auch perfekt hier zu dem, was wir hier so genommen haben. Ne? Und deswegen, die glänzen so ganz leicht, aber das stört gar nicht. Habe ich auch drumherum genäht, ne? Genau wie das Masterboard. Passt super dazu. Hier auch wieder so ein Stück zusammengefaltetes Papier drin. Ich habe auch oft das gleiche genommen, ne, damit sich dieses Motiv durch das Journal wiederholt und dann auch immer darauf geachtet, hier habe ich ja Kaffee gefärbtes Stück dahinter und das ist auf der Avocado gefärbten Seite und das Avocado-Papier auf der Kaffee gefärbten Seite bzw. Zwiebelschalen gefärbt, ne, dass sich das alles irgendwie so harmonisch miteinander zusammenfügt. Ja, hier einfach die Seite, die fand ich so in sich schon sehr schön. Auch wieder einfach so eine Blüte dran, so aus mehreren Schichten. Ne? Und diese Rosenspitze. Und hier auch einfach, hätte man auch als Tasche oder als Journaling-Karte nehmen können, habe ich einfach so als Tagspot aufgeklebt. Und auch wieder so ein Stück kaffeegefärbtes Papier mit da reingesteckt. Das haben wir schon zusammen gemacht. Die haben wir auch schon zusammen gemacht. Da habe ich auch einfach so ein bisschen von der Borte drauf geklebt. Und ich habe die auch immer so geklebt, dass der Rand so ein bisschen übersteht, ne? Also hier überall, sodass dass das Interesse hier quasi sich fortführt, sodass das auch interessanter aussieht, wenn man weiterblättert, ne? Weil man das ja immer noch sieht. Hier auch wieder so eine Tasche, ne? Wieder mit dem zusammengefalteten Papier. Hier, es ist schon Avocado, ne, damit sich das wiederholt und dann, damit sich hier auch ein bisschen von dem Beige wiederholt, einfach ein bisschen beigefarbene Blümchenborte dran. Und das reicht dann schon, ne, um das Ganze interessant zu machen. Hier ein bisschen gestempelt und gut schabloniert. So, hier habe ich eine kleine Ecke abgeschnitten. Das war so ein Dreieck, ne, das ging hier so lang, aber dadurch ist das auch schön. Habe ich so als Tasche quasi hier so aufgeklebt, wo man hier von unten auch wieder ein Stück von dieser Pappe mit runterklemmen kann. Borte. Und hier habe ich einfach mit der Büroklammer, hier habe ich ein bisschen Spitze drauf gemacht, dieses hier als Journaling-Karte quasi reingesteckt. Ne? Hätte man auch als Tasche aufkleben können, aber ich wollte nicht immer das Gleiche machen. Ne? Und dadurch ist wieder ein bisschen interessanterer anderer Aspekt. Und das kann man halt rausnehmen und die Seite hier schön zum Schreiben benutzen. Die gleiche Klammer auf dieser Seite, auch für eine Journaling-Karte. Einfach auch hier so ein kleines Spitzending, so als Tab quasi, ne, raufgeklebt. Die Seite kann man schön beschreiben. Hier auch wieder ein Bellyband mit einer von den zusammengefalteten Seiten, damit sich das Avocado-Motiv hier nochmal wiederholt. Hier ist auch so ein Bellyband aufgeklebt. Hier unten auch mit ein bisschen Spitze und zwei von diesen rosafarbenen Blüten, ne, von der Blumenborte. Hier auch wieder so ein Stück von dem gefalteten Papier. Und das hier, das passt hier auch perfekt dazu. Ne? Hier der Schmetterling wiederholt sich überall und hier der im Hintergrund, dieses Rosa, das ist, also man sieht, dass es aus dem gleichen Masterboard ist. Ne? Und deswegen passt das so schön zusammen. Das ist einfach so ein kleiner Mini-Tag. Ne? Der ist hier oben mit so ein bisschen Blumenborte
ran gemacht. Ne? Und dann auch zum Verfeinern wieder hier unten einfach noch so eine Blüte mit ran. Hier auch wieder so schön ein bisschen spitze. Und die Rückseite ist blanko. Also ich finde, das ging ziemlich schnell, ne? Auch das Dekorieren. Also wie gesagt, Lazy Journal, das Aufwendigste an der ganzen Geschichte war noch das Kleben. Einmal das Seiten zusammenkleben und hier die ganzen Blätter auf die Seiten kleben von dem Prospekt. Ne? Das war ein bisschen aufwendiger, aber der ganze Rest, das ging wirklich rucki zucki. Ne? Also wie gesagt, das Masterboard, das hatte ich ja fertig. Das geht ja auch total schnell, ne? Wenn man sowas macht. Da hat man ja alle Ephemera, die man so hat, passend, also die passen zusammen. Ich habe ja hier zwei Masterboards genommen. Dieses hier ist das etwas hellere, dies ist das etwas grungigere, aber die passen so durch, dadurch, dass diese Blumenmotive, ne, die sind ja aus demselben Buch, aus dem Buch Blumen der Welt. Das benutze ich sehr, sehr häufig. Und dadurch passt das alles total schön zusammen. Ja, also wenn ihr auch Lust habt, bei dieser Aktion Lazy Journal, also Hashtag Lazy Journals mitzumachen, ne, von der Uschi Stoffels, habe ich auch ihren Kanal und das Startvideo von ihr unten verlinkt. Könnt ihr sehr gerne mitmachen. Ne? Wie gesagt, nehmt euch einfach irgendwie ein Prospekt oder irgendwas, wo die Seiten schon zusammen sind. Ne? Und ja, und dann gestaltet es einfach. Und da gibt es halt auch, wenn ihr Hashtag Lazy Journals eingibt, auch ganz viele andere Kanäle, die da schon was mitgemacht haben. Könnt ihr euch auch Inspirationen holen und so weiter. Also ist eine sehr schöne Sache. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.